Ja, hallo zusammen, ich bin Tobias und es freut mich, dass ihr den Weg zu mir gefunden habt. Ja, und heute ist mal wieder Zeit für ein bisschen, ja, Geschwätz vom Tobi. Hat ja vor einiger Zeit mal gesagt, ich würde mir ganz gern mal ein Logo anschaffen und dann auch, wenn es denn soweit ist, ja, ein kleines Videochen dazu machen. Dem einen oder anderen ist es vielleicht schon aufgefallen. Ich habe jetzt ein Logo und habe das auch schon heimlich still und leise jetzt bei den Sagoria-Videos mit eingeführt. Ja, wie kam ich zu meinem Logo? Ich selber bin ja jetzt, was das Grafische angeht, nicht unbedingt talentiert und hatte erstmal so, ja, als Vorstellung, ich hätte es gern üppig. Ja, was weiß ich, mit Weg, mit Wegweiser, mit Bergen und bunt und das volle Programm. Und ja, dann habe ich mir halt ein bisschen Unterstützung geholt vom Alex, meinem Cousin. Der ist da ein bisschen ja, fitter drin als ich. Und habe gesagt, hier, kannst du mir da mal helfen? Hast du da mal eine Idee dazu? Naja, ist kein Problem, mache ich. So, und dann hat er mir, ja, irgendwann mal ein Logo dann geschickt, nachdem er fertig war. Ja, wie gesagt, in meinem Kopf dachte ich mir, üppiges Logo. Ja, hier ist es. Das kam dann letzten Endes dabei raus, wie man das geschickt hat. Ja, habe ich auch erst mal kurz ein bisschen überlegen müssen, so okay, ähm, ist jetzt nicht das, was ich mir mal im Ursprung vorgestellt habe. Ähm, habe es dann mal an zwei, drei Leute auch noch geschickt. Und dann kam auch, ich meine, von der Anne wäre es gewesen, ja, das Logo passt zu dir. Da sage ich, ja, warum denn? Ja, es ist so aufgeräumt. Also unterm Strich muss ich sagen, ich bin mit dem Ergebnis doch ja, sehr glücklich. Ich habe im Prinzip hier den Kanalname und im Prinzip dann zwei Berge hinten dran. Ja, also an der Stelle auch nochmal ein ganz großes Dankeschön an den Alex fürs Designen des Ganzen. Ähm, Gut, Kanalname wäre vielleicht auch noch so ein Thema. Ihr habt es ja schon gemerkt, in letzter Zeit war in den Videos auch immer öfter die Anne vor der Kamera mit dabei. Ja, mit anderen Worten, da wandert im Moment nicht nur der Druck, beziehungsweise im Moment heute schon, aber so ganz allgemein kommt die Anne da auch immer mehr rein. Das heißt, perspektivisch denke ich dann vielleicht auch mal nach, noch den Kanalname entsprechend ein bisschen ja, zu ändern. Im Moment behelfe ich mir ja immer in den Thumbnails mit dem Zusatz mit Anne. Ja, ist nicht ganz so glücklich. Schauen wir mal, was da noch draus wird. So, jetzt habe ich den Faden verloren. Das wollte ich euch noch erzählen. Mal kurz überlegen. Was wollte ich noch? Thumbnails. Hm. Ach Gott, jetzt hat der schon wieder den Faden verloren. Ja, ohne Worte. Ich übernehme mal kurz für ihn, bis er sich wieder gesammelt hat. Ja, auch noch zu erwähnen ist das Thema Community Posts bei YouTube. Da habe ich ja jetzt seit einiger Zeit auch Zugriff drauf, habe das jetzt auch angefangen zu nutzen. Unter anderem die Sache mit den Kalenderbildern zum Beispiel, mal schon eine Umfrage ausprobiert oder jetzt auch Bilder, wenn ich unterwegs bin, mal online gestellt mit einem Text dazu. Das soll jetzt künftig auch ja, mehr passieren, also gerade auch dann aktueller, wenn ich unterwegs bin, dass ihr so seht, auch wo ich mich dann so rumtreibe und auf was ihr euch dann auch potenziell so an Videos freuen könnt. Das andere, was ich jetzt auch schon ausprobiert habe mit einem Video, das sind die YouTube Shorts. Also ich habe mal ein Video hochgeladen zu den Sankenbach Wasserfällen, einfach mal zu gucken, wie das auch funktioniert. Habe die also einfach gefilmt, hochgeladen, Titel dazu und gut war es jetzt erstmal. Da werde ich, denke ich, künftig auch nochmal das ein oder andere kurze Video hochladen. Jetzt allerdings nicht ganz so regelmäßig. Aber ja, je nachdem, wo ich unterwegs bin, wenn es was Schönes zu sehen gibt oder so, ja, mal gucken. Gut, und genau, die Anne.
hat ja erwähnt, sie bringt sich auch immer mehr ein, auch vor der Kamera und auch mit Ideen. Und ja, bin ja im Schwarzwald gerade unterwegs. Leider alleine, liegt daran, dass die Anne schon seit Wochen ausfällt. Und wie lange sie noch ausfällt, ist leider ja, ungewiss. Also es wird sich wohl noch eine ganze Weile ziehen. Ne? Ich bin jetzt gerade erst wieder fit geworden, kann jetzt wieder laufen. Ja, und jetzt hat es halt die Anne ziemlich erwischt. Gut, müssen wir dann mal schauen. Nichtsdestotrotz, ein paar Sachen haben wir noch im Kasten von letztem Jahr, beziehungsweise vorhergehend auch schon gedreht, wie jetzt zum Beispiel die Tipps Olymp und Sagoria-Dreck, sprich Vikos-Schlucht. Ja, also ein bisschen was kommt dann. Die Schwarzwald-Videos bin ich dann leider, ja, wie gesagt, alleine. So, ich höre gerade, der Tobi hat seine Gedanken wieder beisammen und kann weitermachen. Dann würde ich sagen, gebe ich auch mal wieder an ihn ab. Ja, was habe ich noch so zu erzählen? Vielleicht so ein bisschen der Veröffentlichungsrhythmus meiner Videos. So im Schnitt schaffe ich es tatsächlich mittlerweile so alle 2 Wochen mal ein Video im Prinzip rauszubringen. Mal dauert es ein bisschen länger, mal geht es ein bisschen schneller. Also im Prinzip, also ja, so im Zeitraum 1 bis 3 Wochen. 2 Wochen je nach Video können ein bisschen sportlich sein. Ne? Wenn ihr das Sagoria-Video gesehen habt, da hatte ich ja Stunden an Filmmaterial, hunderte Bilder zu sichten, ne? Bis ich das alles durchgeguckt habe, benannt habe, geschnitten habe, bearbeitet habe und so weiter und so weiter. Also es hat Wochen gedauert. Ja, also ich denke mal, wie gesagt, irgendwo 1 bis 3 Wochen wird es dann auch so bleiben. Im Schnitt, wie gesagt, versuche ich dann alle 2 Wochen aber ein Video auch zu bringen. Ja, und die nächsten Videos, die dann auch so kommen werden, nächste Woche direkt schon, tatsächlich nochmal das griechische Sagoria-Video. Apropos Griechisch, gutes Stichwort. Fremdsprachen. Genau, ich hatte ja irgendwann mal angekündigt, ich will das Ganze so ein bisschen internationaler gestalten. In meinem Kopf habe ich schon irgendwie jedes Video Deutsch-Englisch gemacht und das wird, glaube ich, ein bisschen zu viel. Bin jetzt dazu übergegangen, englische und griechische Untertitel zu machen und so die Highlight-Videos, wie jetzt zum Beispiel Olymp, Sagoria Dreck, die kommen dann tatsächlich dreisprachig auch raus. Gut, falls sich jetzt der ein oder andere fragt, beziehungsweise sagt, ja, Englisch verstehen wir ja noch, aber warum denn unbedingt Griechisch? Warum gerade Griechisch? Liegt daran, die Anne war längere Zeit in Griechenland gewesen, kann also Griechisch und beschwert sich immer so ein bisschen, sie kommt gar nicht mehr so wirklich zum Sprechen oder auch, ne, also irgendwie halt mit der griechischen Sprache in Berührung, und sie kennt noch ein paar Leute da unten, und dann haben wir gesagt, komm, dann machen wir doch jetzt erstmal diese 2 Griechenland-Videos halt auch auf Griechisch. Und ja, da kann sie ein bisschen üben, kommt mal wieder ein bisschen zum Sprechen dann auch. Ja, und daraus entwickelt sich halt die Sache mit den Untertiteln. Auch da natürlich, ne, so ein bisschen, dass er einfach ja, in Übung bleibt. Und der nette Nebeneffekt für mich, ich habe jetzt den ein oder anderen Abonnenten in Griechenland, also auch ganz liebe Grüße mal nach Griechenland. Super, dass ihr dabei seid. Und ja, genau, ich glaube, für die ist es auch ein bisschen angenehmer, wenn sie dann doch auch hier mit Griechisch dann ja, versorgt werden, sagen wir mal, als mit Englisch oder mit Deutsch. So, jetzt bin ich abgeschweift. Was wollte ich eigentlich erzählen? Ach so, die nächsten Videos, genau. Also nächste Woche, wie gesagt, Sagoria Dreck auf Griechisch. Danach kommt der Schinderhannespfad und dann kommen auch die 2 Tipps-Videos zu den 2 Griechenlandwegen. Gut, das erstmal so ein bisschen zu meinem allgemeinen Geschwätz. Dann würde ich sagen, euch wie immer viel Spaß beim Wandern und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.